Hallo, auch von mir. Danke, schön, dass ihr alle da seid. Annelies Wiedenhöfer vom Plantreff Plattform zur Stadtentwicklung in München beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung. Ich werde heute ein bisschen von unseren Erfahrungen aus der Jugendbeteiligung zur Fortschreibung des Innenstadtkonzepts unter dem Motto Innenstadt weiterdenken was erzählen. Wie genau das ablaufen wird, ich würde einmal ganz kurz einordnen, wo wir gerade stehen, wie der Gesamtprozess Innenstadtweiterdenken aussieht. Warum adressieren wir explizit Kinder und Jugendliche? Wen haben wir im Rahmen des Workshops dann auch tatsächlich erreicht? Welche Tools und Methoden kamen im Einsatz? Natürlich besonders spannend, genauso wie was waren die Ergebnisse und natürlich, was haben wir aus dem Ganzen gelernt. Kurz zur Einordnung, was steckt hinter Innenstadt weiterdenken? In München wird in einem einjährigen Prozess gemeinsam mit MünchnerInnen, Akteurinnen aus der Stadtgesellschaft, Politik und Verwaltung das Handlungsraumkonzept für die Münchner Innenstadt fortgeschrieben. Das heißt, es gibt bereits eins. Dieses enthält und auch das zukünftige Ziele, Umsetzungsstrategien, Maßnahmenvorschläge, konkrete tatsächlich Maßnahmen und Gebiete, in denen es dann passiert für eine zukunftsgerechte Entwicklung der Innenstadt. Und das Konzept soll alle wichtigen Themenfelder der Innenstadt umfassen und ist eben ein Wegweiser für die nächsten 20 Jahre. Wir haben einen sportlichen Zeitplan gehabt. Gestartet sind wir Mitte, Ende letzten Jahres. Geht das ganze Jahr und 24 möchten wir damit durch sein. In dem Ganzen gibt es auch noch in Zukunft Podiumsdiskussionen, Workshops, Informationsveranstaltungen. Wir hatten einen Online-Dialog, den wir mit DIPAS durchgeführt haben und zum Schluss soll es eine Ausstellung geben. Das Ganze war so, dass wir eine lange, jetzt gerade in Abschluss befindende Visionsentwicklung haben, die in eine Analyse übergeht, Zielerarbeitung und daraus eben diese ganz konkreten Maßnahmen entwickelt werden, von denen ich schon gesprochen habe. Und wir dann hoffentlich Anfang nächsten Jahres einen Bericht in der Hand halten werden. Parallel dazu gibt es eben eine Akteurs- und eine Öffentlichkeitsbeteiligung, die ganz wichtig sind, die immer so Hochphasen haben und dass in München gerade die Rolle von Jugendlichen bei der Öffentlichkeitsbeteiligung Tradition hat und auch immer mitgedacht wird, haben wir die Jahresausstellung genutzt, um diese spezielle Zielgruppe anzusprechen, weil wir der festen Überzeugung sind, gerade in der Stadtentwicklungsplanung, die noch so weit für die Zukunft gerade Sachen gestaltet, sollten vor allem die mitsprechen, die davon am stärksten betroffen werden müssen, nämlich die Leute, die jetzt gerade sehr jung sind, denn die sind mit höchster Wahrscheinlichkeit am meisten davon betroffen. Warum explizit ein Programm für Jugendliche? Öffentliche Beteiligung verspricht ja, eine möglichst breite Bevölkerungsgruppe zu beteiligen. Deswegen sprechen die Angebote aber selten explizit Kinder und Jugendliche an. Das kann daran liegen, welche Uhrzeit das hat oder die Fragen, die gestellt werden. Und das hat halt zur Folge, dass nie eine direkte intrinsische Motivation entsteht, sich zu beteiligen für diese Gruppe. Das sieht man immer ganz gut, wenn man mal so ein Bild von einer Veranstaltung nimmt. Da sitzen dann doch, ich sage jetzt mal, erwachsenere Leute, um nicht zu sagen ältere Leute. Aber auch wenn man sich Auswertungen aus Online-Beteiligungen wie diese hier mit DIPAS ansieht, kann man sozusagen schon so ein paar Schlüsse ziehen, wie zum Beispiel, dass Mobilität ein Riesenthema eigentlich klassisch immer bei Online-Beteiligung oder generell bei öffentlichen Beteiligungen ist. Und wenn man aber genau hinguckt, ist es ja nicht so, als würden sich Jugendliche nicht auch fortbewegen, geht es dann selten um vielleicht Fuß- oder Radweg, sondern sehr oft um Autos und Autoverkehr. Warum ist es aber so wichtig, dass wir genau diese Zielgruppe eben ansprechen? Das liegt eben daran, dass die nicht explizit in der öffentlichen Beteiligung angesprochen wurden, die Formate oft nicht direkt auf ihre Lebensrealität eingeht und deswegen auch eine intrinsische Motivation, sich einzubringen, selten besteht. Das sieht man eben ganz gut, wenn man sich mal so Fotos von Veranstaltungen ansieht, was auch daran liegt, dass die meistens abends sind, damit Leute, die berufstätig sind, kommen können. Kinder selten und auch ihre VertreterInnen zu sehen sind. Aber eben auch, wenn man sich sozusagen die Auswertung von zum Beispiel Online-Beteiligung ansieht und dann so Themen wie
Mobilität und Autofahren ein Riesenthema ist, kann man sich denken, dass das wahrscheinlich nicht von Kindern und Jugendlichen kommt. Wie unterscheidet sich, beziehungsweise muss man anders machen, wenn man diese Zielgruppe erreichen will? Man muss eine Vermittlung machen, die interaktiv und auf die Zielgruppe zugeschnitten ist. Sinnvoll ist total, wenn man präzise Fragen beziehungsweise ein eingetrenntes Thema wählt. Noch stärker als bei Erwachsenen muss man Kinder tatsächlich ganz aktiv einbinden. Das kann zum Beispiel durch Spiele oder durch ein Quiz passieren, also dass die wirklich aktiviert werden. Oft ist es sinnvoll, und das haben wir jetzt auch bei der Jugendbeteiligung zur Innenstadt Weiterdenken gemacht, dass man sich auch ein Set an Tools mitbringt, also flexibel auf die Gruppe zu reagieren und auf unterschiedlichen Ebenen sich auch einem Thema zu nähern sozusagen. Das macht das Ganze ein bisschen kleinteiliger als vielleicht in der klassischen Beteiligung, aber es ist auf jeden Fall notwendig und sinnvoll. Gerade bei Beteiligung zu Stadtentwicklungen haben wir Stadtentwicklungsthemen, haben wir die Riesenherausforderung, vor allem mit Kindern der Abstraktionsebene, also sozusagen herauszustellen und klarzumachen, dass eine Umsetzungszeitspanne wahnsinnig lang ist, dass man deswegen auch immer versuchen muss, Fragen, die die Zukunft, manchmal sogar 20 Jahre oder 40 Jahre in die Zukunft gehen, immer in Bezug mit der Gegenwart sozusagen knüpft. Wen haben wir konkret mit unseren Workshops adressiert? Wir haben uns explizit auch da nur für eine Teilgruppe entschieden. Wir haben Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren ansprechen wollen. Und zwar war wichtig, dass alle Schultypen vertreten sind, deswegen auch die relativ große Altersspanne. Dass wir sozusagen in Bayern sind alle weiterführenden Schultypen, bedeutet Mittelschule, Realschule und Gymnasium. Und wir wollten ein Programm herstellen, was wirklich keinerlei Vorkenntnisse benötigt und somit auch LehrerInnen entlastet, die uns dabei unterstützen, Klassen zu bekommen. Wen haben wir nicht erreicht? Also mir ist ganz wichtig, so einen kleinen Disclaimer einzubauen. Wir haben 5 Klassen im Programm gehabt, was eine super Anzahl ist. Davon waren aber 4 von derselben Schule, welche ein Mädchengymnasium ist. Dementsprechend haben wir nicht alle Schultypen erreicht. Wir haben eben Gymnasium und Mittelschule gehabt. Und man muss auch ganz wichtig zu betonen sagen, eigentlich ist eines der Grundprinzipien von Partizipation, ist, dass die freiwillig stattfindet. Die SchülerInnen mussten in ihrem Schulprogramm sozusagen bei uns dabei gewesen. Das bedeutet, sie waren natürlich nicht rein freiwillig, sondern eben von ihren Lehrerinnen initiiert bei uns, was aber nicht den Ergebnissen abzusprechen ist. Genau, wie sieht das Ganze aus? Durch den Einsatz von interaktiver und in diesem Fall eben explizit digitaler Methoden und Tools sieht natürlich den Input, den wir oder auch der Output, den wir von den Formaten haben, völlig unterschiedlich aus zu dem, den wir mit den anderen Beteiligungsformaten haben, während wir bei der öffentlichen Beteiligung DIPAS eingesetzt haben und ganz klassisch auch so Präsenzveranstaltungen gemacht haben, wie man sie im Link sieht, wo vor allem die Informationen analog eingesammelt wurden. Der Output bei den Jugendworkshops tatsächlich digital. Was bedeutet das? Wir haben sehr viele Podcasts zusammen gemacht und auch Grafiken und Infografiken und Poster gestaltet mit den Jugendlichen. Jetzt ganz konkret, wie sah das Jugendprogramm aus und welche Tools kamen in Einsatz? Das ganze Programm bestand aus 2 Terminen, also wir haben uns in 2 Blöcken mit ein bisschen Abstand getroffen. Der erste Termin widmete sich der Information, während der zweite eher eine Erarbeitung von eigenen Inhalten bedarf. Wir haben einen ganz klassischen, lockeren Einstieg gemacht, indem wir einen Quiz über Kahoot mit den SchülerInnen gemacht haben zur Innenstadt- und Stadtentwicklung. Dabei war es überhaupt nicht das Ziel, Wissen abzufragen, sondern vielmehr das Interesse der Gruppe zu wecken, anhand von so einem kleinen Fun Facts auch gut ins Gespräch zu kommen und die Stimmung ein bisschen zu lockern. Als Basis für die Diskussion, die wir später eben vorantreiben wollten, war es eben als auch eines der Grundprinzipien von Partizipation ganz wichtig, dass die Gruppe eben auch mit Wissen aufgeladen wird, dass sozusagen die Informationsbasis geschaffen wird
um fundiert über Themen zu sprechen. Deswegen habe ich eine Führung durch die Ausstellung gemacht, in denen die Themenschwerpunkte der Ausstellung auch alle besucht wurden. Es geht in der Ausstellung um den öffentlichen Raum, der eben für alle StadtbewohnerInnen ja eine Riesenrolle spielt, sobald wir unsere Wohnung verlassen und vor allem die Innenstadt natürlich besonders prägt. Die Themen hier waren Stadtidentität, Nachhaltigkeit und Klimaanpassung, Demokratie und die Chancen der Mobilitätswende. Wir haben die Themencluster sozusagen nutzen können, um auch den Jugendlichen vermitteln zu können, was sind eigentlich Aufgabenbereiche der Stadtplanung und Stadtentwicklungsplanung, aber vor allem auch ganz konkret, warum ist die Tatsache, dass sie mitmachen, von großer Bedeutung und eben auch das Beteiligungsversprechen wurde da gut vermittelt. Mir war ganz wichtig, dass wir anhand von sehr aktuellen Beispielen und Umgestaltungen in der Innenstadt besprechen konnten, wie viel Interessen eigentlich bei so Stadtentwicklungsplanung zusammenkommen und wie diese eben gebündelt und zusammengebracht werden können. Also sozusagen Block 1 ging ganz klar darum, zu informieren und transparent zu machen, was unsere Ziele sind. Genau. Anschließend konnten die SchülerInnen sich auch selbstständig durch die Ausstellung bewegen. Das war auch super wichtig, damit sie sich auch eigene Highlights raussuchen können, diese ihren Mitschülerinnen präsentieren und aus eigener Perspektive ein bisschen näher bringen können. Weiter ging es nach einer kleinen Pause, in dem wir sozusagen wirklich konkret über Bedarfe und Mängel gesprochen haben. Wir haben dabei so eine ganz hybride Form gewählt. Das heißt, wir saßen zusammen. Die SchülerInnen konnten aber über Menti Fragen beantworten, wie zum Beispiel, an was denkst du zuerst, wenn du an die Innenstadt denkst, oder was funktioniert gut, wie bewegst du dich, was ist für dich Freiraum? Das war total gut, um sozusagen ins Gespräch zu kommen. Wir haben damit ein bisschen auflösen können, diese Situation, dass sich Leute melden müssen. Und wir konnten aber auch gleich die Beiträge nutzen, um im Plenum darüber zu sprechen und genauer darauf einzugehen und auch wirklich vielleicht kritische Sachen zu besprechen und die Schülerinnen aber auch uns und anderen Fachplanerinnen erklären konnten oder Fragen stellen konnten, warum funktioniert eigentlich was, wie es war. Warum war da eigentlich verbindet man wahrscheinlich gar nicht unbedingt Menti als ein so wichtiges Tool. Das war aber tatsächlich optimal. Zum einen, weil es automatisch dokumentiert und visuell aufarbeitet, was gar nicht mal so unwichtig ist, aber eben auch, um eben diese Anonymität so ein bisschen selbst in der Gruppe zu gewährleisten, wie so ein bisschen das Eis bricht. Als Abschluss des ersten Blocks haben wir die SchülerInnen dazu aufgerufen, über Google Street View ihre beliebtesten und nicht so bzw. gemiedenen Orte herauszusuchen. Wir haben die ganzen Links gesammelt und in ein Geogesser-Spiel eingespeist. Und dadurch ist ein Ratespiel zu Münchner Stadträumen, nicht nur Innenstadt, aber vor allem Innenstadt entstanden. Geogesser basiert darauf, dass man in ein 360-Grad-Bild geworfen wird und möglichst schnell einen Ort auf einer Karte lokalisieren muss. Und gewinnen tut man, wenn man möglichst schnell und möglichst nah dran ist. Tatsächlich kann ich sagen, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu spielen. Wir haben das auch in der Abschlussveranstaltung mit der Stadtbaurätin und den Fachplanerinnen gespielt. Und es war ein super Icebreaker, um ins Gespräch zu kommen. Und gleichzeitig haben wir so halt wirklich auch gelernt, was für die Jugendlichen wichtige Orte sind, was definitiv auch in die Auswertung des Ganzen einfließen wird. An der Stelle ist zu sagen, das ist wahrscheinlich den meisten schon aufgefallen, wir haben tatsächlich nur proprietäre Lösungen und Software verwendet und Plattformen. Das liegt daran, dass wir mit einem Auftragnehmer gearbeitet haben, die sozusagen die Tools kuratiert und ausgewählt haben, und weil es tatsächlich in dem Bereich noch nicht so viel gibt, was sozusagen die Bildungseinrichtungen anspricht als Tools. Also auch eine Lücke. Was waren die Ergebnisse? Wir haben die Zeit genutzt zwischen den zwei Sitzungen, um sozusagen schon so ein kleines Zwischenanalyse zu tätigen, um Themen herauszubilden. Man muss sagen, auch wenn das gar nicht so geleitet war, sind
auch sehr viele deckungsgleiche Themen rausgekommen, wie auch in der Online-Beteiligung, wie auch in den öffentlichen Workshops. Es geht um Mobilität, um Stadtgestalt und Identität, um Kultur, aber auch Themen, die wirklich sehr explizit und deutlich von den Kindern als Schwerpunkten genannt wurden, waren Themen wie Sicherheit und Unwohlsein und eben alles, was so um Konsum und Kommerz, aber eben vor allem konsumfreie Angebote geht und viel drumherum, was so Stimmung angeht, also auch was macht Müll und Sauberkeit eigentlich mit mir. Sozusagen die Kernaussagen, die immer wieder kamen, waren Sachen wie: Gut wäre eine Lösung, die Sicherheitsgefühl herstellt und dennoch keine Kontrolle bedeutet. Ich glaube, damit können auch Erwachsene viel anfangen. Sehr, sehr wichtig war bei Jugendlichen eben auch, dass es konsumfreie Orte gibt, an denen man sich treffen kann. Also eigentlich braucht man da gar nicht so viel, eher weniger, und dass sie die Möglichkeit bieten, also diese Orte, dass Kinder und Jugendliche sie auch selber kuratieren können. Also zum Beispiel durch ein Sport- und ein Kulturprogramm, Musik, also dass es sehr freie Orte sind. Also Freiräume, aber nicht im Sinne von draußen, sondern in denen man sich frei entfalten kann. Es sind auch ganz konkrete Produkte entstanden, in Form von, im ersten Block sozusagen haben wir einen Deep Dive gemacht und das sichtbar zu machen, was sozusagen in diesen Themenbereichen erarbeitet wurden. Dafür konnten die SchülerInnen selbstständig in Kleingruppen oder auch alleine sich so ein Thema vorknüpfen, selber recherchieren, Daten raussuchen, Bilder raussuchen und daraus eigene Grafiken und Poster gestalten. Das Ganze ist mit dem Tool Canva entstanden. Das hat den Riesenvorteil, dass schon super professionell und schön gestaltet aussieht, was ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, um auch die Wertigkeit und sozusagen die Sichtbarkeit dieser Ergebnisse zu gewährleisten. Die Poster, die ich ausgewählt habe, behandeln zum Beispiel, also es sind sehr viele entstanden, das Thema Verschmutzung in der Innenstadt und heben das aber dann auf so eine gesamtstädtische Ebene, dann in der Infografik. Genau, aber auch Thema Stadtgestalt, also auch die Jugendlichen hatten schon eine sehr starke Meinung zur Architektur. Gerade Hochhäuser sind ja zum Beispiel auch in München ein Riesenthema. Und eben die vorhin von mir auch genannten Orte, die explizit für Jugendliche sind. Die andere Gruppe, also wir waren in 2 Gruppen unterwegs, haben Podcasts produziert. Das ist wirklich ein super cooles Medium, um auch später zum Beispiel auf einer Website ausgespielt zu werden. Die haben auch die Zeit sozusagen zwischen den 2 Workshops genutzt und wurden aufgerufen, FreundInnen und auch verwandte Familien in ihrem Alter per Sprachnachrichten zu befragen. Das ging über jeglichen sozusagen Messenger-Dienst. Und hier sind einige Beiträge auch entstanden, die dann ergänzt wurden durch Aufnahmen, die sozusagen vor Ort noch entstanden sind und das Ganze eben in diverse Podcasts verarbeitet, die ich heute sehr gerne mitgebracht hätte, aber die leider noch nicht veröffentlicht sind. Warum ist das relevant? Warum erzähle ich das heute? Also mir ist es ganz, ganz wichtig, dass diese Zielgruppe wirklich Anerkennung, Sichtbarkeit bekommt, weil die Impulse super wichtig und wertvoll sind. Gerade diese jüngere Zielgruppe sollte viel mehr in den Fokus geraten, weil die mit digitalen Tools und Anwendungen super gut arbeiten können. Ich hatte niemanden, der irgendwie Fragen zur Technik hatte. Es war super, keine Berührungsängste. Die hatten wirklich Spaß daran, mit Daten, mit Bildern zu arbeiten. Einfach eine super Gelegenheit, um auch tolle Ergebnisse zu erzielen und diese dann eben anders, als es vielleicht klassisch mit analogen Modellen oder Collagen ist, die auch dann direkt weitergeben zu können. Wichtig dabei ist eben, warum wollen wir die weitergeben? Weil wir wollen den Jugendlichen auch das Gefühl geben, dass ihre Teilhabe verbindlich ist, also dass das, was sie erarbeiten, nicht umsonst ist. Und das geht eben am besten durch Wertschätzung und Sichtbarkeitmachung des Ganzen.
Was nicht zu unterschätzen ist, sind sozusagen die Learnings, die ich daraus ziehe oder die wir vom Team ziehen, ist zum einen, dass es wahnsinnig aufwendig ist, also vielleicht viel aufwendiger als eine rein analoge Beteiligung. Das bedeutet, man muss sich sehr gut überlegen, warum nutze ich welches Tool, welchen Mehrwert hat es. Das übt sich natürlich schon beim Aufwand der Ausschreibung aus, aber dann auch in der Konzeption und Durchführung ist das sehr aufwendig. Und auch die Auswertung und der Transfer, also zum Beispiel die Überführung der ganzen einzelnen Bausteine in einen großen, aber auch die Überführung der Ergebnisse dann in den Gesamtprozess, dass wir nicht unbedingt in den gleichen Kategorien und so weiter. Das heißt, man muss nochmal sehr stark ran. Genauso wie bei der öffentlichen Beteiligung sind natürlich digitale Tools und Methoden nur ein Baustein und sollten immer auch mit den analogen Komponenten verbunden sein. Also egal an welches Tool wir denken, funktioniert es eben nur eingebettet in eine Veranstaltung, in der man dann schon auch Kontakt mit den Teilnehmenden hat. Aber ich muss sagen, die Mühe lohnt sich. Und zum einen hatten wir riesigen Spaß, zum anderen haben wir auch super Ergebnisse, mit denen wir sehr gern weiterarbeiten. Zum Schluss vielleicht nochmal, wo stehen wir jetzt und wie geht es weiter? Wir sind knapp über der Hälfte des Gesamtprozesses, ebenso zwischen Analyse und Zielerarbeitung. Die Visionsphase ist abgeschlossen. Alle Formate, alle Beiträge werden jetzt zusammengeführt und damit auch die expliziten von der Jugendbeteiligung mit den Öffentlichkeitsbeteiligungsformaten für, sage ich jetzt mal, eher Erwachsene zusammengeführt. Wir gehen im Herbst in eine weitere öffentliche Beteiligungsphase, zu der auch alle SchülerInnen, die teilgenommen haben, eingeladen werden, sehen, was mit ihren Beiträgen passiert ist und weiter mit uns zu diskutieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.